Liebe Zuschauer, heute geht es wie versprochen weiter mit dem Gruppe herein, aber mit dem Gruppe herein auf freien Linien und den Lektionen, die sich daraus entwickeln lassen. Mit Flicker vom Bertehof fange ich heute an, die Vorbereitung zu zeigen. Viel Spaß! Das Gruppe herein ist die Grundlage verschiedener Dressurlektionen. Hier führe ich Sabong, einen 18-jährigen Frederiksborger Wallach, im Travers auf einer sehr kleinen Volte. Dadurch entsteht eine Schrittpirouette. Derselbe Bewegungsablauf auf einer diagonalen Linie ist eine Traversale. Wird das Pferd beim Handwechsel nicht umgebogen, heißt dieselbe Bewegung Renvers. Auf gebogenen Linien bedeutet das dann, dass die Hinterbeine weiter außen auf dem größeren Zirkel gehen, wie hier in einer Renvers-Pirouette. Das Gruppe herein ist ohne die Wand als Leitplanke etwas anspruchsvoller zu führen, denn die Schulter des Pferdes muss sich in jede Richtung dirigieren, abbremsen oder beschleunigen lassen. Im Gruppe herein gehen Vor- und Hinterhand des Pferdes nicht auf derselben Spur, sodass die Beine, die sich außen befinden, schneller gehen müssen. Hier im Renvers die Hinterbeine und nun im Gruppe herein die Vorderbeine. Bisher haben wir beim Gruppe herein durch unsere schmale Handführung die Schulter des Pferdes einfach maximal nach draußen gegen die Wand oder Bande geschoben. Dabei haben wir den Gertenarm so dicht am Pferdehals positioniert, dass die Schulter nach außen ausweicht. Ohne eine helfende Wand auf der Außenseite driftet dann aber leider die Schulter unkontrolliert nach außen und die Übung wird unmöglich. Zum Glück haben wir mit der Hilfe zur Einparkübung bereits eine Geste, die die Schulter wieder in unsere Richtung einlädt. Zur Vorbereitung des freien Gruppe herein gehe ich mit der Isländer Stute Flicker auf den Zirkel, stoppe alle paar Schritte ab und lade sie dann mit weggedrehter Schulter und angehobenem Ellenbogen zum Näherkommen ein. Auch Sabong versteht diese Geste ganz richtig und kommt mit seinen Vorderbeinen wieder in meine Richtung. Sobald Hugin beim nächsten Mal mit der Schulter nach außen wegdriftet, hebe ich den Ellbogen an und korrigiere seine Bewegungsrichtung, so wie hier. Nun lässt er sich problemlos auf dem kleinen Zirkel halten. Von hinten kann man deutlich die Richtungsänderung der Vorderbeine erkennen, sobald ich die einladende Geste mache. Dieselbe Einladung durch den Ellenbogen hier noch einmal von vorne. Je mehr sich der Gertenarm dem Pferdehals nähert, desto stärker wird die Biegung, desto mehr wandert die Schulter nach draußen. Je weiter sich der Ellbogen vom Pferd entfernt, desto mehr wandert die Schulter nach innen und die Biegung wird schwächer. Anders ausgedrückt, bremst der abgesenkte Ellenbogen die Bewegung der Schultern ab, während der abgespreizte Ellenbogen die Vorderbeine beschleunigt. Hier ist wieder deutlich zu sehen, wie beim Gruppe herein auf dem Zirkel die Vorderbeine auf einem großen, die Hinterbeine auf einem kleineren Kreis gehen. Am schönsten wird die Bewegung, wenn die Richtung der Vorderhufe direkt auf den Führenden zeigt.
Hier spreize ich meinen Ellbogen ab, um die Richtung der Vorderhufe wieder zu mir zu korrigieren. Auch bei Andalusia Wallachs Venjo wende ich diese Geste an. Durch geschickten Einsatz dieser Ellenbogentechnik gelingt es auch Petra, ihre junge Welschkoppstute Rosi im Kruppe herein auf dem Zirkel zu halten. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich wünsche euch ein sehr schönes neues Jahr. Beim nächsten Mal beginnen wir mit einer ganz neuen Führposition, die in der Freiarbeit eine besondere Rolle spielt. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss!